Cyanid für 5 Männer. 3 Kugeln. Ein Fluss bei minus 20 Grad. Rasputin überlebte alles davon. Und als Russlands Aristokratie ihn endlich getötet hatte, war das Imperium bereits verloren. Der Bauernjunge aus Sibirien. 1869. Das sibirische Dorf Pokrovskoje. Kein Palast, kein Adel, kein Geld. Grigori Jefimowitsch Rasputin wuchs in einer Welt auf, in der Bauernkinder nicht zählten. Die Kälte Sibiriens, die monatelange Dunkelheit, die Armut, das war sein Erbe. Doch früh zeigten sich Zeichen, die niemand erklären konnte. Als Teenager soll er eine Vision gehabt haben. Die Jungfrau Maria, strahlend, direkt vor ihm. Von diesem Moment an glaubte Rasputin mit unerschütterlicher Gewissheit. Er war von Gott auserwählt. Er pilgerte, fastete, betete. Und er entwickelte etwas, das sich nicht erlernen lässt. Die Fähigkeit, Menschen in seinen Bann zu ziehen. Seine Augen, tief, hellblau, durchdringend, wurden zur Waffe. Wer ihm gegenüberstand, vergaß sich selbst. Eine Adlige schrieb: Als er mich ansah, spürte ich, wie mein Wille sich auflöste wie Schnee in der Sonne. 1903 verließ Rasputin Sibirien. Nächstes Ziel: Sankt Petersburg. Was dann folgte, veränderte die Geschichte eines ganzen Imperiums. Der Mann hinter dem Thron. Sankt Petersburg, 1905. Russland stand in Flammen. Die erste Revolution brodelte. Arbeiter streikten. Soldaten meuterten. Und in seinen Gemächern saß Zar Nikolaus II. Mit einem Geheimnis, das er nicht mal seinen engsten Beratern verriet. Sein einziger Sohn, Alexei, litt an Hämophilie. Kein normaler Schnitt, kein harmloser Sturz. Alles konnte den Jungen töten. Innere Blutungen trieben ihn unter Schmerzen, die kein Arzt, kein Medikament lindern konnte. Die Kaiserin Alexandra verbrachte Nächte am Bett ihres Sohnes, bittend, weinend, betend. Dann erschien Rasputin. Was in jenen ersten Nächten geschah, niemand weiß es mit Sicherheit. Ob Hypnose, ob Gebet, ob bloße psychosomatische Wirkung, die Wissenschaft streitet bis heute. Doch das Ergebnis war eindeutig. Alexeis Blutungen stoppten. Die Zarenfamilie und vor allem Alexandra war überzeugt. Dieser Mann war von Gott gesandt. Rasputin bekam uneingeschränkten Zugang zum Hof und damit Macht. Mehr Macht als jeder Minister, mehr als jeder General, mehr als jeder Fürst im gesamten russischen Reich. Doch das Schlimmste kommt erst noch. Der Erste Weltkrieg verschlang Russland. Nikolaus II. Zog persönlich an die Front und ließ Alexandra zurück, um das Imperium zu regieren. Und Alexandra ließ sich von Rasputin leiten. Er empfahl Minister. Er ließ Generäle entlassen. Seine Briefe an Alexandra sind erhalten. Detaillierte Anweisungen, politische Empfehlungen, Namen, die gefördert oder gestürzt werden sollten. Hör auf unseren Freund, schrieb Alexandra immer wieder an Nikolaus. Er hilft uns. Gott spricht durch ihn. Die Adligen sahen es. Die Aristokratie sah es. Ein fremder Mann, ohne Bildung, ohne Titel, ohne Legitimation, regierte durch die Hände der Zarina das größte Land der Erde. Sie gehorchten ihm. Aber sie hassten ihn. Und sie begannen zu planen. War Rasputin ein eiskalter Scharlatan, der die Verzweiflung einer Mutter ausnutzte, um sich Macht zu sichern? Oder war er tatsächlich ein Mann mit einer Gabe, die wir bis heute nicht erklären können? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Die Diskussion darunter ist immer das Interessanteste. Und wenn dich Geschichte fesselt, abonniere Welt der Legenden, damit du kein Video mehr verpasst. Der Tod, der nicht kommen wollte. Dezember 1916. Sankt Petersburg. Tiefster Winter. Fürst Felix Jussupow, jung, schön, einer der reichsten Männer Russlands, hatte genug. Er plante das, was viele längst dachten. Rasputin musste weg. Die Einladung war präzise, elegant, unwiderstehlich. Jussupows Frau, die schöne Irina, Nichte des Zaren, würde kommen, ließ er ausrichten. Es war eine Falle. Im Keller des Palastes am Fluss Moika warteten die Verschwörer. Auf dem Tisch
Kuchen, gefüllt mit Kaliumcyanid. Wein, vergiftet mit derselben Substanz. Die Dosis, genug, um 5 Männer zu töten. Rasputin aß. Er trank. Und es passierte. Nichts. 1 Minute, 2, 10, 20. Rasputin griff nach mehr Gebäck. Er lachte. Er sprach über Gott, über das Leben, über Sibirien. Die Verschwörer im Nebenzimmer flüsterten sich an. Ist er wirklich ein Teufel? Nach über 2 Stunden, Mitternacht war längst vorbei, verließ Jusupow den Raum. Er holte seine Pistole zurück. Er trat vor Rasputin, schoss ihn in den Rücken. Rasputin sackte zusammen. Die Männer kamen herein, atmeten auf, sahen einander an. Dann, Rasputin öffnete die Augen. Er rollte sich um. Er griff nach Jusupows Kehle. Und er kämpfte. Panik. Weitere Schüsse. Rasputin fiel, stand auf, fiel wieder. Sie schlugen ihn mit einem Knüppel. Schossen ein 3. Mal. Schließlich warfen sie ihn in die Newa, den eisigen, schwarzen Fluss. Als man seinen Leichnam am nächsten Morgen fand, lagen seine Hände in einer Stellung, die Jusupow bis ans Ende seines Lebens nicht vergaß. Angehoben. Als hätte er noch einmal versucht, sich zu befreien. Die offizielle Todesursache: Ertrinken. Das Erbe des Mannes, der nicht sterben wollte. 3 Wochen nach Rasputins Tod brach die Februarrevolution aus. Zar Nikolaus II. Dankte ab. Die Romanow-Dynastie, 300 Jahre an der Macht, endete innerhalb von Tagen. 18 Monate später wurden Nikolaus, Alexandra und ihre 5 Kinder im Keller eines Hauses in Jekaterinburg erschossen. Rasputin hatte es kommen sehen. In einem Brief, geschrieben kurz vor seinem Tod, stand: Wenn ich von Adligen getötet werde, dann wird Russland sie verlieren. Wenn es russische Bauern sind, dann habt ihr nichts zu befürchten. Es waren Adlige, die ihn töteten. Ob das Prophezeiung war oder die nüchterne Analyse eines Mannes, der die politischen Realitäten Russlands besser verstand als alle Aristokraten zusammen, das liegt bei dir zu entscheiden. Rasputin. Scharlatan, Heiliger oder der einzige Mann, der klar genug sah, um Russlands Untergang zu erkennen. Er starb. Aber sein Name lebt, über 100 Jahre später. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und teilt es mit jemandem, den Geschichte fesselt. Im nächsten Video geht es um eine Legende, die noch älter ist und deren Geheimnis die Welt bis heute nicht gelöst hat. Bleibt dabei.